Im Herzen des Ruhrgebiets ist die St. Lukas Gesellschaft mit 3 Kliniken und einem Altenzentrum für sie da. Mehr als 1600 Mitarbeiter helfen unseren Patienten mit vielfältigen medizinischen und pflegerischen Leistungen. Unsere fachlichen Kompetenzen bündeln wir zu ihrem Vorteil. Im St. Rochus-Hospital in Castrop-Rauxel und im katholischen Krankenhaus Dortmund-West behandeln wir Patienten gemeinsam mit kompetenten Partnern im engen Verbund. Einer der Schwerpunkte der Inneren Medizin und der Chirurgie sind die Tumoren des Magen-Darm-Traktes, so auch der Darmkrebs. Beide Häuser, sowohl St. Rochus als auch Dortmund-West, sind Mitglieder im ersten zertifizierten Darmzentrum Deutschlands, dem Darmzentrum Ruhr. Dadurch können sich unsere Patienten auf kurze Wege und optimal aufeinander abgestimmte Behandlungskonzepte verlassen. Die Bedeutung des Dickdarmkrebses wird klar, wenn man weiß, dass ungefähr 70.000 Menschen jedes Jahr neu an dieser Krankheit erkranken. Wir wissen, dass nur 10% der Dickdarmkrebse erblich bedingt sind. Der Großteil entsteht auf dem Boden von Polypen. Polypen sind gutartige Wucherungen der Schleimhaut des Dickdarms, die dann über viele, viele Jahre entarten können, also bösartig werden. Unsere Patienten profitieren in unserem Darmzentrum von einer unkomplizierten, interdisziplinären Zusammenarbeit und einer lückenlosen Versorgung. Von der Diagnose, der Therapie vor einer Operation, dem chirurgischen Eingriff, der Strahlen- und Chemotherapie bis zur Nachsorge. Darmkrebs ist eine der wenigen Krebserkrankungen, die vermeidbar ist, dadurch, dass Vorstufen des Darmkrebs im Rahmen von Vorsorgekoloskopien, die ab dem 50. Lebensjahr jedem angeraten werden sollten, entfernt werden können und damit Darmkrebs gar nicht erst entsteht. In der komplettierenden Diagnostik führen wir neben der Koloskopie auch Ultraschalluntersuchungen und radiologische Untersuchungen wie das MRT oder das CT durch. Die Feindiagnostik der Enddarmtumore erfolgt mittels der Endosonographie. Alle notwendigen Untersuchungen führen wir ohne lange Wartezeiten durch. Die Aufklärungsgespräche mit dem Narkosearzt und den operierenden Chirurgen finden noch vor der stationären Aufnahme statt. Dadurch verkürzt sich die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus erheblich. In unserer wöchentlichen Tumorkonferenz besprechen wir in einem interdisziplinären Spezialistenteam jeden einzelnen Fall individuell. Wir beraten gemeinsam jeden einzelnen Behandlungsschritt. Prinzipiell werden die heutzutage etablierten Methoden der minimalinvasiven Operationen auch bei Dickdarmkrebsoperationen angewendet, insbesondere dann, wenn wir sicherstellen können, dass alle Lymphwege auch mit entfernt werden. Und dann ist es für die Patienten deutlich schonender, mit den minimalinvasiven Verfahren operiert zu werden. Die Operation ist die zentrale therapeutische Maßnahme beim Darmkrebs. Dabei versuchen wir stets, die natürliche Funktion, zum Beispiel auch des Darmausganges, zu erhalten. Auch bei Eingriffen im Bereich des Dickdarms tun wir alles Erdenkliche, um den natürlichen Stuhlweg zu erhalten. Falls der Patient sehr alt ist und die Operation sehr groß war, ist eine Überwachung nach der Operation auf der Intensivstation gewährleistet. Patienten mit Beschwerden rund um den Bauch werden interdisziplinär auf einer Station von den Bauchchirurgen und Gastroenterologen betreut. Bei Bedarf werden bei den täglichen gemeinsamen sogenannten Bauchvisiten Experten weiterer Fachdisziplinen hinzugezogen. Das Spektrum der Betreuungsleistungen geht in unserem Darmzentrum weit über die operative Behandlung hinaus. Dazu gehören die Metastasentherapie, eine effiziente Schmerzbehandlung durch Schmerztherapeuten und bei Bedarf auch eine psycho-onkologische Betreuung. Wenn im Rahmen eines operativen Eingriffes ein künstlicher Darmausgang notwendig sein sollte, dann bieten wir selbstverständlich hier im Darmzentrum alle Möglichkeiten der Betreuung für diese Patienten an. Dazu gehört eine individuelle Betreuung durch eine Stomatherapeutin und es gehört auch dazu die Betreuung in einer Selbsthilfegruppe, die auf den Patienten zukommt und in die er sich integrieren kann. Zu unserem ganzheitlichen Behandlungskonzept gehört selbstverständlich die Nachsorge. In einem individuellen Nachsorgepass finden unsere Patienten alle Nachsorgetermine und wichtige Informationen zu den einzelnen Schritten.
Unsere onkologische Praxis am Haus steht für eine umfassende und individuelle Nachsorge zur Verfügung. Für uns ist ganz wesentlich, jeden Patienten individuell zu sehen, individuell zu betreuen und das für den gesamten Zeitraum der Betreuungsnotwendigkeit seiner Behandlung während des Krankenhausaufenthaltes und danach und das mit allen uns zur Verfügung stehenden Methoden, aber eben auch mit Herz und Kompetenz. Nach dem Klinikaufenthalt empfehlen wir den meisten unserer Patienten eine Anschlussheilbehandlung in einer für diese Krankheitsfälle spezialisierten Klinik. Das ist selbstverständlicher Bestandteil unserer ganzheitlichen Herangehensweise. Katholische St. Lukas Gesellschaft mit Herz und Kompetenz.